Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den stillen Archiven eines Museums, unter dem sanften Schein einer Lampe, liegt ein Fragment aus gebranntem Ton. Seine Oberfläche ist übersät mit winzigen Keilen, der Keilschrift der Sumerer. Diese Tafeln erzählen nicht von Ernten oder Kriegen, sondern von dem, was danach kommt. Sie flüstern von einer Reise in ein Land ohne Wiederkehr, einem Ort aus Staub und Dunkelheit. Was glaubten die ersten Stadtbewohner der Menschheit über das Jenseits? Begleiten Sie mich in die mesopotamische Unterwelt, in das Kur, das Land, aus dem niemand zurückkehrt. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in eine Zeit, in der die Welt noch jung war, in ein Land, das von zwei großen Flüssen genährt und geformt wurde, dem Tigris und dem Euphrat. Dies ist Mesopotamien, die Wiege der Zivilisation. Hier, in den fruchtbaren Ebenen des heutigen Irak, erfanden die Sumerer, Akkader und Babylonier das Rad, die Astronomie und vor allem die Schrift. Mit ihren Keilschriftzeichen, die in weichen Ton gedrückt wurden, hinterließen sie uns nicht nur Inventarlisten und Königschroniken, sondern auch die ersten Zeugnisse menschlicher Gedanken über die größten Fragen des Lebens. Und keine Frage war drängender, keine Angst tiefer, als die vor dem, was nach dem Tod kommt. Um die mesopotamische Sicht auf das Jenseits zu verstehen, müssen wir zuerst ihre Welt verstehen. Es war ein Land der Extreme. Die Flüsse brachten lebensspendendes Wasser und fruchtbaren Schlamm, aber auch verheerende, unvorhersehbare Fluten, die ganze Städte auslöschen konnten. Die Sommer waren von sengender Hitze geprägt, die Ernten vernichten konnte. In dieser Welt waren die Götter mächtig und präsent, aber sie waren keine sanften Hirten. Sie waren launisch, anspruchsvoll und oft gleichgültig gegenüber dem Schicksal der Sterblichen. Das Leben war ein ständiger Kampf, ein zerbrechliches Geschenk, das jederzeit zurückgefordert werden konnte. In diesem Klima der Unsicherheit wurde der Tod nicht als friedlicher Übergang oder als Tor zu einer besseren Welt gesehen. Er war der ultimative Verlust, das abrupte Ende von allem, was zählte: Licht, Wärme, Nahrung, Familie und die Gunst der Götter. Die mesopotamische Kultur war zutiefst auf das Diesseits ausgerichtet. Man strebte nach einem langen Leben, vielen Nachkommen, die sich um den eigenen Kult kümmern würden, und einem guten Ruf, der den eigenen Namen überdauern würde. Denn sie ahnten oder glaubten vielmehr zu wissen, dass das, was danach kam, eine trostlose, schattenhafte Existenz war. Diese tief verwurzelte Angst vor dem Nichts, vor dem großen Dunkel, ist der Schlüssel zum Verständnis ihrer Unterwelt. Es war keine Hölle zur Bestrafung von Sünden, sondern ein universelles, unvermeidliches Schicksal, das alle erwartete. Eine Vision, die aus der harten Realität ihres eigenen Landes geboren wurde. Die Mesopotamier gaben ihrer Unterwelt viele Namen, und jeder Name enthüllt eine Facette ihrer schrecklichen Natur. Man nannte sie Kur, was Berg oder fremdes Land bedeuten kann. Ein Hinweis auf einen fernen, unzugänglichen Ort. Ein anderer Name war Irkalla, die große Stadt oder große Unterwelt, was sie als ein organisiertes Reich, ein negatives Spiegelbild der Städte der Lebenden, kennzeichnet. Doch der vielleicht eindringlichste Name war Kurnugia,
das Land ohne Wiederkehr. Dieser Name fasst die Essenz des mesopotamischen Glaubens zusammen. Der Tod war eine Einbahnstraße. Es gab kein Entkommen, keine Reinkarnation, keine Hoffnung auf eine Rückkehr ins Licht. Die Reise dorthin war in ihren Mythen klar vorgezeichnet. Man glaubte, die Unterwelt liege physisch unter der Erdoberfläche, getrennt von der Welt der Lebenden durch unüberwindbare Hindernisse. Der Verstorbene musste zunächst den Fluss Hubur überqueren, den Fluss der Unterwelt, der die Grenze zwischen Leben und Tod markierte. Ein Fährmann, in manchen Texten Silulim genannt, brachte die Seele ans andere Ufer. Dies ist ein Motiv, das wir Jahrtausende später in der griechischen Mythologie mit Charon und dem Fluss Styx wiederfinden werden. Nach der Überquerung des Flusses erreichte der Geist die Tore von Irkalla. Es waren 7 an der Zahl und jedes wurde von einem Wächter namens Neti bewacht. An jedem Tor musste der Verstorbene einen Teil seiner Kleidung oder seines Schmucks ablegen. Dies war von tiefgreifender symbolischer Bedeutung. Es repräsentierte den Verlust von allem, was im Leben zählte. Status, Macht, Identität und Individualität. Der König kam nackt und machtlos an, genau wie der Bauer. Alle weltlichen Unterscheidungen wurden an den Toren der Unterwelt ausgelöscht. Diese Geographie der Dunkelheit war keine chaotische Lehre. Sie war ein geordnetes, unerbittliches System, das darauf ausgelegt war, den Toten alles zu nehmen und sie in einen Zustand permanenter Ohnmacht und Dunkelheit zu versetzen. Es war ein Reich, das nicht von Chaos, sondern von einer schrecklichen, unveränderlichen Ordnung regiert wurde. Unsere Kenntnisse über diese düsteren Vorstellungen stammen nicht aus Vermutungen, sondern direkt aus den Tontafeln, die die Jahrtausende überdauert haben. Der vielleicht ergreifendste und älteste Bericht über das Leben nach dem Tod findet sich im Gilgamesch-Epos, einem der frühesten literarischen Werke der Menschheit. Darin hat Gilgameschs Freund Enkidu einen prophetischen Traum, eine Vision von seinem eigenen bevorstehenden Tod und dem Reich, das ihn erwartet. In seinem Fiebertraum wird Enkidu von einer furchterregenden Gestalt mit Löwenpranken und Adlerkrallen gepackt und in die Unterwelt verschleppt. Er beschreibt den Ort, zu dem er gebracht wird, mit erschütternder Klarheit. Er nennt es das Haus aus Staub, wo die Bewohner Lehm als ihre Nahrung und Staub als ihr Brot essen. Dies ist ein starkes Bild. Die Toten sind gezwungen, sich von dem Material zu ernähren, aus dem ihre leblosen Körper bestehen, ein ewiger Kreislauf der Zersetzung. Er fährt fort und beschreibt die Bewohner dieses Hauses. Sie sind wie Vögel mit Federn bekleidet, sagt er, und sehen das Licht nicht, sondern wohnen in der Finsternis. Das Bild der Federn deutet auf ihre Machtlosigkeit hin. Sie sind keine majestätischen Adler, sondern eher flatternde, schwache Spatzen oder Fledermäuse, die ziellos im Dunkeln umherhuschen. Ihre Menschlichkeit ist ihnen genommen worden. Das Schockierendste an Enkidus Vision ist die absolute Gleichheit, die dort herrscht. Er sieht die großen Herrscher der Vergangenheit, die einst prächtige Kronen trugen. In der Unterwelt sind sie nur noch Diener, die kaltes Wasser für die Götter des Jenseits herbeischleppen. Priester und Seher, die im Leben eine direkte Verbindung zum Göttlichen hatten, sind nun ihres Status beraubt. Das Haus aus Staub ist der große Gleichmacher. Kein Reichtum, keine Macht, keine Frömmigkeit konnte einen vor diesem Schicksal bewahren. Diese Passage aus dem Gilgamesch-Epos ist von unschätzbarem Wert. Sie ist ein Fenster in die Seele der Mesopotamier, ein Zeugnis ihrer tiefsten Ängste, in ihren eigenen Worten in Ton gebrannt, die erste detaillierte Beschreibung einer Reise ins Jenseits
die uns die Geschichte hinterlassen hat. Jedes Reich braucht einen Herrscher, und das Land ohne Wiederkehr bildete da keine Ausnahme. An der Spitze dieser dunklen Hierarchie stand eine der furchteinflößendsten und unerbittlichsten Gottheiten des mesopotamischen Pantheons: Ereshkigal, die Königin der großen Unterwelt. Ihr Name bedeutet Königin des großen Landes oder Herrin der großen Erde, und sie herrschte mit absoluter Autorität über ihr Reich. Es ist wichtig zu verstehen, dass Ereshkigal nicht böse im Sinne eines Teufels war. Sie war keine Verführerin, die Sterbliche vom rechten Weg abbrachte. Sie war vielmehr die Personifikation einer unveränderlichen kosmischen Ordnung. Sie war der Tod selbst, unvermeidlich, endgültig und unparteiisch. Ihre Herrschaft war absolut. Selbst die mächtigsten Götter des Himmels wagten es nicht, ihr Reich zu betreten. Denn die Gesetze von Kur galten für alle. Wer einmal die 7 Tore durchschritten hatte, konnte nicht zurückkehren. Dies wird in keinem Mythos deutlicher als in der Geschichte ihrer eigenen Schwester, Inanna, der Göttin der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit. Als Inanna beschloss, in die Unterwelt hinabzusteigen, um ihre Macht auszudehnen, wurde sie von Ereshkigal ihrer Kräfte beraubt, getötet und an einem Haken aufgehängt. Nur durch eine List und ein großes Opfer konnte sie gerettet werden, was die unumstößliche Macht Ereshkigals unterstreicht. Ereshkigal residierte in ihrem Palast Ganzir und herrschte über die Anunnaki, die Richter der Unterwelt, die die Dekrete des Schicksals vollstreckten. Ihr erster Gemahl war Gugalanna, der große Stier des Himmels, doch später wurde der Pestgott Nergal zu ihrem widerwilligen Gatten. Die Geschichte, wie Nergal gezwungen wurde, bei ihr zu bleiben, zeigt, dass selbst die Götter nicht immun gegen die Anziehungskraft und die Gesetze der Unterwelt waren. Ereshkigal war die dunkle, kalte Realität, die das strahlende Leben, das ihre Schwester Inanna repräsentierte, zwangsläufig beenden musste. Sie war die Hüterin der letzten Tür, die unbestechliche Königin des Staubes, deren Herrschaft über jeden Sterblichen unausweichlich war. Die Reise ins große Unten war kein schneller Übergang, sondern ein prozesshafter Abstieg, ein rituelles Ablegen der irdischen Existenz. Das Herzstück dieses Übergangs war die Passage durch die 7 Tore von Ganzir, dem äußeren Wall der Unterwelt. Jedes Tor, bewacht vom unerbittlichen Torhüter Neti, war eine Schwelle, die nicht ohne Opfer überquert werden konnte. Stellen Sie sich die Seele vor, den Giddim, wie sie, noch behangen mit den Insignien ihres vergangenen Lebens, vor dem ersten, monumentalen Tor aus Lapislazuli ankommt. Neti, der Diener Ereshkigals, tritt hervor und fragt nach dem Grund ihres Kommens. Die Antwort ist unerheblich, denn der Weg führt nur in eine Richtung. Am ersten Tor muss die Seele ihre Krone ablegen, das Symbol ihrer Autorität und ihres sozialen Ranges. Mit jedem Schritt nach unten verliert sie an Statur. Am zweiten Tor werden die Ohrringe entfernt, die Zeichen des Reichtums und des Gehörs für die Freuden der Welt. Am dritten Tor fällt die Halskette zu Boden, ein Schmuckstück, das einst die Brust zierte und nun die Zerbrechlichkeit des Körpers symbolisiert. Weiter geht es, Tor um Tor. Die Brustplatte, die den Schutz des Herzens darstellte, wird abgenommen. Der Siegelring, der die persönliche Identität und rechtliche Macht verbürgte, wird vom Finger gezogen. Der Stab oder das Zepter, das Werkzeug der Macht und des Handelns, wird aus der Hand genommen. Schließlich, am 7. und letzten Tor, wird das Lendentuch, das letzte Gewand, das die menschliche Würde und den Körper bedeckt, entfernt. Nackt, entkleidet von allem, was sie im Leben ausmachte: Macht, Reichtum, Identität, Schutz
und sogar die einfachste Kleidung, steht die Seele nun vor dem Thron der Ereshkigal. Dieser Prozess war mehr als nur eine Demütigung. Es war eine tiefgreifende, ägyptische Vorstellung der Gleichheit im Tod. Vor den Göttern der Unterwelt waren alle gleich, ob König oder Bauer. Die 7 Tore sorgten dafür, dass niemand seine irdischen Privilegien in das Reich der Schatten mitnehmen konnte. Es war die ultimative Nivellierung, eine rituelle Reinigung, die die Seele auf ihren neuen, permanenten Zustand als bloßer Schatten im Land ohne Wiederkehr vorbereitete. Die Entkleidung war die letzte, unumkehrbare Trennung von der Welt der Lebenden. Die Gesetze der Unterwelt galten nicht nur für Sterbliche. Der berühmteste und rätselhafteste Mythos Mesopotamiens erzählt, wie selbst die mächtigsten Götter ihnen unterworfen waren. Es ist die Geschichte von Inanna, der sumerischen Göttin der Liebe, des Krieges und des Himmels, bekannt bei den Akkadiern als Ishtar. Aus Gründen, die in den Texten vieldeutig bleiben, sei es aus Machtgier, um das Reich ihrer Schwester zu erobern, oder um an den Begräbnisriten für Gugulanna, den Himmelsstier, teilzunehmen, beschließt Inanna, in das Kur, das Land ohne Wiederkehr, hinabzusteigen. Sie schmückt sich mit all ihren göttlichen Insignien, den Me, den göttlichen Kräften, die ihre Macht ausmachen. Sie trägt die Krone der Ebene, hält den Lapislazuli-Messstab und die Leine in der Hand und legt ihren prächtigsten Schmuck an. Bevor sie aufbricht, weist sie ihre treue Dienerin Ninshubur an, die Götter um Hilfe anzuflehen, sollte sie nicht innerhalb von 3 Tagen zurückkehren. Ein Akt der Voraussicht, der die tödliche Gefahr ihrer Reise unterstreicht. Als sie an den Toren von Gansir ankommt, verkündet sie dem Torwächter Neti ihre Ankunft. Neti meldet dies seiner Herrin, der gefürchteten Ereshkigal, Inannas älterer und verbitterter Schwester. Ereshkigal, erzürnt über das Eindringen, befiehlt Neti, Inanna einzulassen, aber nur unter Einhaltung der alten Gesetze der Unterwelt. Und so beginnt der unaufhaltsame Abstieg. An jedem der 7 Tore wird Inanna, genau wie jede sterbliche Seele, eines Teils ihrer göttlichen Macht und ihrer Kleidung beraubt. Ihre Krone, ihre Juwelen, ihr Stab, alles wird ihr genommen. Als sie schließlich nackt und machtlos vor dem Thron ihrer Schwester steht, ist sie nicht mehr die strahlende Himmelskönigin. Die 7 Richter der Unterwelt, die Anunnaki, richten ihren Todesblick auf sie. Auf Ereshkigals Wort hin wird Inanna in einen Leichnam verwandelt und an einem Haken an die Wand gehängt. Die Göttin des Lebens war im Reich des Todes gestorben, ein schockierender Beweis dafür, dass die Gesetze des Kur absolut waren und selbst für die Unsterblichen galten. Der Tod Inannas im Herzen der Unterwelt ließ die Welt der Lebenden erstarren. Die Fruchtbarkeit erlosch, die Liebe versiegte. Wie von Inanna befohlen, eilte ihre treue Dienerin Ninshubur zu den großen Göttern. Enlil und Nanna weigerten sich zu helfen, da Inanna ihr Schicksal selbst herausgefordert hatte. Doch der weise Gott Enki, der Gott der Magie und des Wassers, hatte Mitleid. Aus dem Schmutz unter seinen Fingernägeln erschuf er 2 geschlechtslose Wesen, den Kurgara und den Galatur. Er stattete sie mit der Speise und dem Wasser des Lebens aus und schickte sie mit einer klaren Mission in die Unterwelt. Sie sollten das Mitgefühl der trauernden Ereshkigal erregen. Die beiden Wesen schlichen sich an den Wachen vorbei und fanden Ereshkigal in Wehen und Klagen vor. Sie spiegelten ihr Stöhnen, zeigten Empathie für ihren Schmerz, und diese unerwartete Geste rührte die Königin der Unterwelt. In einem Anflug von Dankbarkeit
bot sie ihnen ein Geschenk an. Sie aber verlangten nur den Leichnam, der am Haken hing. Widerwillig stimmte Ereshkigal zu. Der Kurgara und der Galatur besprengten Inannas Körper mit der Speise und dem Wasser des Lebens, und die Göttin erwachte. Doch ihre Wiederauferstehung hatte einen schrecklichen Preis. Die Gesetze der Unterwelt sind unumstößlich. Niemand, der einmal ihre Schwelle überschritten hat, kann zurückkehren, ohne einen Ersatz zu stellen. Ein Leben für ein Leben. Begleitet von den Galla, den unbarmherzigen Dämonen der Unterwelt, stieg Inanna wieder auf. Die Dämonen klammerten sich an sie, bereit, jeden zu ergreifen, den sie als ihren Ersatz benennen würde. Sie trafen auf ihre Dienerin Ninshubur und andere Götter, die in Sack und Asche um sie trauerten. Sie alle verschonte Inanna. Doch als sie in ihre Stadt Uruk zurückkehrte, fand sie ihren Gemahl, den Hirtengott Dumuzi, prächtig gekleidet auf seinem Thron sitzend, ohne ein Zeichen von Trauer. Entsetzt und verraten von seiner Gleichgültigkeit, richtete Inanna ihren Todesblick auf ihn. Dies war ihr Ersatz. Die Dämonen ergriffen Dumuzi und schleppten ihn kreischend in die Unterwelt. Dieses Opfer etablierte einen kosmischen Zyklus. Dumuzi würde ein halbes Jahr im Kur verbringen, während seine Schwester Geshtinanna seinen Platz einnahm, was die wechselnden Jahreszeiten und den ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt in der Natur erklärte. Während Inannas Reise eine göttliche Grenzüberschreitung darstellt, verkörpert die Geschichte von Gilgamesch die zutiefst menschliche Auseinandersetzung mit dem Tod. Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, war zu 2/3 Gott und zu 1/3 Mensch. Doch dieses 1/3 definierte sein Schicksal. Als sein bester Freund und Weggefährte Enkidu stirbt, wird Gilgamesch von einer existenziellen Furcht ergriffen. Er sieht in Enkidus Verfall sein eigenes, unausweichliches Ende. Die Verwesung seines Freundes wird zur Obsession und er weigert sich, ihn zu begraben, bis ein Wurm aus seiner Nase fällt. In diesem Moment bricht Gilgameschs Stolz und er begibt sich auf die verzweifeltste aller Quests, die Suche nach ewigem Leben. Sein Ziel ist Utnapishtim, der Ferne, ein Mensch, dem die Götter nach der großen Flut Unsterblichkeit gewährt hatten. Die Reise ist eine Allegorie auf die Unmöglichkeit seines Unterfangens. Er durchquert die tödlichen Wasser des Todes, geführt vom Fährmann Urshanabi, und stellt sich Gefahren, die kein Sterblicher je zuvor überlebt hat. Als er Utnapishtim endlich erreicht, ist dessen Botschaft ernüchternd und frei von jeglicher Illusion. Utnapishtim erklärt, dass sein eigener unsterblicher Zustand eine einmalige Ausnahme war, ein Geschenk der Götter, das niemals wiederholt werden würde. Die Sterblichkeit, so sagt er, wurde den Menschen von den Göttern als fester Bestandteil ihrer Existenz zugewiesen, wie der Schlaf eine kurze Form des Todes ist. Um Gilgamesch die Schwäche seiner sterblichen Natur zu beweisen, fordert Utnapishtim ihn auf, nur 6 Tage und 7 Nächte wach zu bleiben. Gilgamesch, erschöpft von seiner Reise, schläft sofort ein. Jeder Tag seines Schlafes wird durch ein gebackenes Brot markiert, das neben ihm verrottet, ein Symbol für den Verfall, dem er zu entkommen versucht. Beschämt und besiegt muss Gilgamesch seine Niederlage eingestehen. Als letztes Geschenk verrät Utnapishtims Frau ihm das Geheimnis einer Pflanze am Grunde des Meeres, die die Jugend wiederherstellt. Gilgamesch findet sie, doch auf dem Heimweg, während er in einem Brunnen badet, stiehlt eine Schlange die Pflanze und verjüngt sich sofort, indem sie ihre Haut abstreift. In diesem Moment erkennt Gilgamesch die endgültige Wahrheit.
Die persönliche Unsterblichkeit ist für den Menschen unerreichbar. Er kehrt mit leeren Händen nach Uruk zurück, doch sein Blick hat sich verändert. Er findet Trost und eine andere Art von Ewigkeit, nicht im ewigen Leben, sondern in den gewaltigen Mauern seiner Stadt, einem Werk, das ihn überdauern wird. Seine Rebellion endet in Akzeptanz und der Erkenntnis, dass das menschliche Erbe die wahre Form der Unsterblichkeit ist. Wenn der letzte Atemzug getan war und der Körper der Erde übergeben wurde, begann für den Mesopotamier eine neue, gedämpfte Form der Existenz. Er wurde zu einem Etemu, einem Geist oder Schatten, einer verblassten Kopie seines früheren Selbst. Diese Vorstellung ist von einer tiefen Melancholie geprägt, weit entfernt von den leuchtenden Feldern des Jenseits, wie sie andere Kulturen kannten. Der Etemu war keine körperlose Seele, die frei durch die Sphären schwebte. Er war an die Unterwelt gebunden, das Land ohne Wiederkehr. Seine Existenz war definiert durch das, was ihm fehlte. Er war hungrig, aber es gab keine Nahrung. Er war durstig, aber es gab kein Wasser, nur Staub zu trinken. Seine Kleidung, so heißt es in den Texten, bestand aus Federn oder Staub. Ein Symbol für seine leichte, substanzlose Natur. Die Unterwelt selbst, das Reich der Göttin Ereshkigal, wird als ein dunkler, staubiger Ort beschrieben. Ein riesiges Haus, in das man eintritt, aber niemals wieder verlässt. Die Toten saßen dort in Finsternis, aßen Lehm und tranken trübes Wasser. Ihre Sinne waren getrübt, ihre Erinnerungen verblassten langsam wie Tinte auf einer feuchten Tontafel. Es gab keine Bestrafung für Sünden oder Belohnung für gute Taten im irdischen Sinne. Der Status im Jenseits spiegelte oft den Status im Leben wider. Könige blieben Könige, Diener blieben Diener, aber alle teilten das gleiche elende Schicksal des Mangels. Diese schattenhafte Existenz war keine ewige Verdammnis, sondern vielmehr eine ewige Dämmerung, ein endloses Warten ohne Hoffnung auf Erlösung. Der Etemu war sich seines Zustandes bewusst. Er sehnte sich nach dem Licht, der Wärme und den einfachen Freuden des Lebens, die ihm für immer verwehrt waren. Seine einzige Verbindung zur Welt der Lebenden, seine einzige Hoffnung auf Linderung seines ewigen Durstes waren seine Nachkommen. Ohne ihre Hilfe war der Etemu dazu verdammt, in völliger Vergessenheit und endlosem Leid zu verharren, ein Echo in der stillen, staubigen Dunkelheit. Die trostlose Existenz der Etemu in der staubigen Unterwelt war nicht vollkommen hoffnungslos. Eine fragile Brücke verband die Welt der Lebenden mit dem Reich der Toten, und über diese Brücke floss die Linderung in Form von Ritualen. Die wichtigste Pflicht der Lebenden gegenüber ihren Ahnen war das Kispu-Ritual, eine regelmäßige Zeremonie der Versorgung. Dies war weit mehr als nur ein Akt des Gedenkens. Es war eine existenzielle Notwendigkeit für die Verstorbenen. Die Familie, insbesondere der älteste Sohn, war dafür verantwortlich, den Ahnen an bestimmten Tagen des Monats Speis und Trank darzubringen. Im Zentrum stand dabei die Libation, das rituelle Ausgießen von Wasser. Reines, kühles Wasser war das kostbarste Geschenk für die durstigen Schatten im Land ohne Wiederkehr. Man stellte sich vor, dass diese Gaben auf magische Weise die Unterwelt erreichten und den Etemu für eine Weile von ihrem quälenden Durst befreiten. Oft wurden dafür spezielle Röhren aus Ton oder Blei in die Gräber eingelassen, die direkt von der Oberfläche zum Verstorbenen führten. Durch diese Seelenröhren goss man Wasser, Bier oder Wein, auf das es den Durst des Ahnen stille. Neben den flüssigen Gaben wurden auch feste Speisen wie Brot, Fleisch und Früchte dargebracht.
Man rief den Namen des Verstorbenen an, denn die Nennung des Namens bestätigte seine Existenz und sorgte dafür, dass er nicht in völlige Vergessenheit geriet. Die Aufrechterhaltung dieser Rituale sicherte den Frieden zwischen den beiden Welten. Die Ahnen, versorgt und erinnert, blieben wohlwollend und schützten die Familie aus dem Jenseits. Die Lebenden wiederum erfüllten ihre heilige Pflicht und sicherten sich so nicht nur den Segen der Ahnen, sondern auch die Gewissheit, dass eines Tages auch für sie gesorgt werden würde. Die gesamte soziale Struktur, die Erbfolge und der Zusammenhalt der Familie waren untrennbar mit dieser Verantwortung für die Toten verbunden. Ein Leben ohne Nachkommen, die diese Rituale durchführen konnten, war daher eine der größten Ängste eines Mesopotamiers, denn es bedeutete eine Ewigkeit des ungelinderten Leidens. Was geschah, wenn die heilige Pflicht der Kispu-Rituale vernachlässigt wurde? Wenn kein Wasser mehr durch die Seelenröhre floss und der Name des Verstorbenen ungerufen verhallte? Dann konnte der Etemu, getrieben von unerträglichem Durst, Hunger und der Qual der Vergessenheit, zu einer Bedrohung werden. Ein vernachlässigter Geist wurde zu einem zornigen Geist, einem ruhelosen Wesen, das aus der Unterwelt aufsteigen konnte, um die Lebenden heimzusuchen. Diese Geister waren nicht einfach nur Spukgestalten. Sie wurden als Ursache für sehr konkretes Leid angesehen. Unerklärliche Krankheiten, plötzliches Unglück, psychische Leiden wie Depressionen oder Albträume. All das konnte auf das Wirken eines rachsüchtigen Etemu zurückgeführt werden. Besonders gefährdet waren jene, die ohne angemessene Bestattungsriten gestorben waren, wie auf dem Schlachtfeld gefallene Soldaten oder auf Reisen Verstorbene. Ohne ein Grab, an dem ihre Nachkommen die Rituale vollziehen konnten, waren sie dazu verdammt, als hungrige Geister auf der Erde umherzuirren. Diese Geister konnten sich an Menschen heften, sie ergreifen und ihre Lebenskraft aussaugen. Die mesopotamische Medizin war daher untrennbar mit Magie und Exorzismus verbunden. Wenn ein Arzt, der Asu, keine körperliche Ursache für ein Leiden fand, wurde ein Spezialist gerufen, der Ashipu, der Exorzist oder Beschwörungspriester. Seine Aufgabe war es, durch Rituale und Omen herauszufinden, welcher Geist für das Leid verantwortlich war. War es ein vergessener Ahn, ein Geist ohne Nachkommen oder eine andere unheilvolle Entität? Der Ashipu vollzog dann komplexe Beschwörungsrituale, um den Geist zu besänftigen oder zu vertreiben. Dies konnte durch das nachträgliche Darbringen von Opfergaben geschehen, um die vernachlässigte Pflicht zu erfüllen. In anderen Fällen mussten mächtigere Zauber gewirkt werden, um den Geist zurück in die Unterwelt zu zwingen. Die Angst vor den zornigen Toten war ein allgegenwärtiger Teil des Lebens und ein mächtiger sozialer Regulator, der sicherstellte, dass die familiären und rituellen Pflichten mit größter Ernsthaftigkeit wahrgenommen wurden. In den 1920er Jahren legte der britische Archäologe Sir Leonard Woolley in der antiken sumerischen Stadt Ur eine der spektakulärsten und zugleich schaurigsten Entdeckungen der Archäologie frei. Unter dem Wüstensand fanden er und sein Team eine Reihe von Gräbern, die als die Königsgräber von Ur bekannt werden sollten. Was sie dort sahen, schien eine grausame, materielle Manifestation der mesopotamischen Jenseitsvorstellungen zu sein. Die Gräber der Könige und Königinnen aus der frühen Bronzezeit, etwa 2600 vor Christus, waren gefüllt mit unvorstellbaren Schätzen aus Gold, Lapislazuli und Karneol. Doch neben diesen Kunstschätzen fand Woolley etwas zutiefst Beunruhigendes: die Überreste dutzender menschlicher Körper, die ihre Herrscher in den Tod begleitet hatten.
In den großen Todesgruben, wie Woolley sie nannte, lagen die Skelette von Soldaten in voller Rüstung. Harfenspielerinnen lagen über ihren mit Gold verzierten Instrumenten und Dienerinnen trugen noch ihren prachtvollen Schmuck. Alles war ordentlich arrangiert, als wären sie in einer letzten, feierlichen Zeremonie eingeschlafen. Die Analyse der Überreste deutet darauf hin, dass sie nicht gewaltsam getötet, sondern wahrscheinlich vergiftet wurden, möglicherweise mit Opium, um freiwillig oder gezwungenermaßen in den Tod zu gehen. Diese Massenbestattungen werfen ein grelles Licht auf die Ernsthaftigkeit, mit der die Reise in die Unterwelt betrachtet wurde. Die Logik scheint klar. Ein König oder eine Königin würde auch im Land ohne Wiederkehr einen Hofstaat benötigen. Um sicherzustellen, dass ihr Status und Komfort im staubigen Reich der Ereshkigal gewahrt blieben, nahmen sie ihre Musiker, Wachen und Diener einfach mit. Die Königsgräber von Ur sind ein einzigartiges Fenster in eine Zeit, in der die Grenze zwischen Mythos und Realität, zwischen irdischer Macht und der Furcht vor dem Jenseits, auf die extremste Weise verwischt wurde. Sie zeigen, dass die abstrakten Vorstellungen von einem schattenhaften Leben nach dem Tod ganz konkrete, tödliche Konsequenzen im Diesseits haben konnten. Die Unterwelt, wie wir sie bisher kennengelernt haben, war das alleinige Reich von Ereshkigal. Sie herrschte unangefochten, eine Königin in ihrer eigenen düsteren Domäne. Doch die mesopotamische Götterwelt war dynamisch und ihre Mythen spiegeln die komplexen Beziehungen und Machtverschiebungen wider. Eine der faszinierendsten Geschichten ist die von Nergal, einem Gott, der nicht von Anfang an zur Unterwelt gehörte, sondern sich seinen Platz an Ereshkigals Seite eroberte. Nergal war ursprünglich eine Gottheit des Himmels, verbunden mit der sengenden Mittagssonne, mit Fieber, Seuchen und dem plötzlichen, gewaltsamen Tod auf dem Schlachtfeld. Er war eine furchteinflößende Kraft der Zerstörung. Wie also wurde aus diesem himmlischen Schrecken der König der Unterwelt? Der Mythos Nergal und Ereshkigal gibt uns die Antwort. Die Geschichte beginnt mit einem Festmahl der Götter im Himmel, zu dem auch Ereshkigal eingeladen ist. Da sie ihr Reich nicht verlassen kann, sendet sie ihren Wesir Namtar als Vertreter. Alle Götter erweisen Namtar die Ehre, alle außer Nergal. Dieser Akt der Respektlosigkeit erzürnt Ereshkigal zutiefst und sie verlangt, dass Nergal in die Unterwelt hinabsteigt, um für seine Tat zur Rechenschaft gezogen zu werden. Geleitet vom weisen Gott Ea, der ihm rät, keine Gaben der Unterwelt anzunehmen, tritt Nergal die Reise an. Er widersteht dem Brot, dem Wasser und der Verführung, sich zu waschen oder seine Füße salben zu lassen. Doch als er vor die nackte, trauernde und verführerische Ereshkigal tritt, vergisst er alle Warnungen. 7 Tage und 7 Nächte lieben sie sich. Danach schleicht sich Nergal zurück in die Welt der Lebenden. Ereshkigals Trauer und Wut über seine Flucht sind gewaltig. Sie droht, die Toten auferstehen zu lassen, um die Lebenden zu verschlingen, wenn Nergal nicht zurückkehrt. Erneut steigt er hinab, doch diesmal nicht als reuiger Sünder. Er stürmt durch die 7 Tore, reißt Ereshkigal an den Haaren von ihrem Thron und ist im Begriff, sie zu köpfen. In diesem Moment fleht sie um ihr Leben und bietet ihm an, ihr Gemahl und Mitregent zu werden. Nergal willigt ein. So wird der Gott der Seuche und des Krieges zum König der Unterwelt. Diese Geschichte ist mehr als nur ein Drama. Sie erklärt, wie die gewaltsamen, unpersönlichen Aspekte des Todes, Krieg und Krankheit in das apathische, staubige Reich der Ereshkigal integriert wurden.
Nergal repräsentiert den aktiven, zerstörerischen Teil des Todes, während Ereshkigal die passive, endgültige Natur des Totenreiches verkörpert. Gemeinsam bilden sie ein vollständiges Bild des mesopotamischen Verständnisses vom Ende des Lebens. Kaum eine Gruppe mesopotamischer Gottheiten wurde in der modernen Populärkultur so sehr missverstanden wie die Anunnaki. Theorien über antike Astronauten haben sie zu Außerirdischen gemacht, die die Menschheit erschufen. Doch wenn wir diese modernen Fiktionen beiseite legen und uns den Keilschrifttafeln zuwenden, entdecken wir ihre wahre und nicht weniger beeindruckende Rolle. Das Wort Anunnaki bedeutet wahrscheinlich die von fürstlichem Samen oder Nachkommen des An. Sie waren keine einzelne homogene Gruppe, sondern die oberste Riege der Götter, der göttliche Rat, der die Schicksale entschied. In den frühesten sumerischen Texten waren sie die mächtigsten Gottheiten des Pantheons, angeführt vom Himmelsgott An. Im Laufe der Zeit, mit dem Aufstieg Babylons und seines Hauptgottes Marduk, änderte sich ihre Rolle. Einige der Anunnaki blieben Himmelsgötter, während eine andere Gruppe, oft als die 7 wichtigsten bezeichnet, eine spezifische und furchterregende Funktion in der Unterwelt übernahm. In der großen Stadt Kur, dem Reich von Ereshkigal und Nergal, dienten die Anunnaki als die obersten Richter der Toten. Wenn eine Seele die 7 Tore durchschritt und vor den Thron der Königin trat, waren sie es, die das Urteil fällten. Ihre Entscheidung war absolut und unumkehrbar. Der Abstieg der Inanna beschreibt sie als die 7 Richter, deren Wort unveränderlich ist. Sie blicken Inanna mit dem Blick des Todes an und allein durch ihre Macht wird die Göttin zu einem leblosen Körper. Diese Darstellung hat nichts mit Technologie oder Raumfahrt zu tun. Es ist das Bild von urzeitlicher, unerbittlicher kosmischer Ordnung und Gerechtigkeit. Sie waren keine moralischen Richter im christlichen Sinne, die gute Taten gegen schlechte aufwogen. Ihre Aufgabe war es vielmehr, den Zustand des Todes zu bestätigen und zu vollstrecken. Sie sorgten dafür, dass die Gesetze der Unterwelt eingehalten wurden und niemand, nicht einmal eine Göttin, ihnen entkommen konnte. Ihre Präsenz verlieh der Unterwelt eine Aura von schrecklicher Majestät und Unausweichlichkeit. Sie waren die Verkörperung der Tatsache, dass der Tod ein endgültiges Urteil ist, gesprochen von den ältesten und mächtigsten Kräften des Universums. Die wahren Anunnaki sind somit weitaus tiefgründiger als jede moderne Erfindung. Sie sind die göttlichen Garanten der letzten, unveränderlichen Ordnung des Kosmos. Für die Menschen Mesopotamiens war der Tod zwar ein düsteres, aber ein unausweichliches und geordnetes Ereignis. Die Seele trat eine Reise an, durchquerte die Tore und fand ihren Platz in der staubigen Ewigkeit von Kur. Dieser Prozess war jedoch an eine entscheidende Bedingung geknüpft: ein ordnungsgemäßes Begräbnis. Das Fehlen von Bestattungsriten war nicht nur ein soziales Versäumnis, sondern eine kosmische Katastrophe für den Verstorbenen. Ein Schicksal, das als weitaus schrecklicher galt als die Existenz in der Unterwelt selbst. Der Geist eines Menschen, der nicht bestattet wurde, sei es, weil sein Körper auf dem Schlachtfeld zurückblieb, in einem Fluss ertrank oder von wilden Tieren zerrissen wurde zu einem Gidim oder Etemu. Dieser Geist war im wahrsten Sinne des Wortes ein Heimatloser. Er konnte die Tore zur Unterwelt nicht passieren, denn die Rituale, die ihm den Weg ebneten, hatten nie stattgefunden. Er war von der Gemeinschaft der Ahnen ausgeschlossen. Gleichzeitig konnte er aber auch nicht wirklich in der Welt der Lebenden verweilen. Gefangen in einer qualvollen Zwischenwelt
war der Gidim zu einem ewigen Umherirren verdammt. Die Texte beschreiben diese Geister als von unstillbarem Durst und Hunger geplagt. Sie hatten keinen Ort zum Ausruhen und keine Opfergaben, die ihren Zustand lindern konnten. Ihre Existenz war geprägt von Schmerz, Verwirrung und einem tiefen Groll gegenüber den Lebenden, die ihre Pflichten versäumt hatten. Dieser Groll machte sie gefährlich. Man glaubte, dass diese unruhigen Geister Krankheiten, Unglück und Albträume verursachen konnten. Sie klammerten sich an ihre lebenden Verwandten und versuchten, ihre Lebensessenz zu stehlen, um ihr eigenes elendes Dasein zu fristen. Beschwörungstexte und Rituale zur Austreibung solcher Geister waren ein fester Bestandteil der mesopotamischen Magie. Diese tief verwurzelte Angst erklärt die enorme Bedeutung, die der Bestattung beigemessen wurde. Es war die heiligste Pflicht der Nachkommen, für ihre Eltern und Vorfahren zu sorgen. Einem Feind das Begräbnis zu verweigern, war die ultimative Schmach und Verdammnis, die man ihm auferlegen konnte. Es beraubte ihn nicht nur seines Platzes in der Gesellschaft, sondern auch seines Platzes im Kosmos. Der unbestattete Tote war eine Anomalie, eine Störung in der Ordnung der Welt, und sein endloses Leid diente als schreckliche Mahnung an die Lebenden, ihre rituellen Pflichten niemals zu vernachlässigen. Die Vorstellung einer dunklen, staubigen Unterwelt, wie wir sie beschrieben haben, bildete das Fundament des mesopotamischen Jenseitsglaubens über Jahrtausende. Doch diese Kultur war nicht monolithisch. Über einen Zeitraum von 3000 Jahren entwickelten sich Reiche, Städte stiegen auf und fielen, und mit ihnen wandelten sich auch religiöse Nuancen. Die grundlegende Vision blieb zwar bestehen, aber ihre Ausgestaltung und Schwerpunkte veränderten sich. Die frühesten sumerischen Texte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus zeichnen das klassische Bild von Kur als einem Ort der Gleichheit im Elend. Hier gab es kaum eine Unterscheidung im Schicksal nach dem Tod, abgesehen von jenen, die keine Nachkommen hatten, um Opfergaben darzubringen. Mit dem Aufstieg Babylons im 2. Jahrtausend und der Vorherrschaft des Gottes Marduk begannen sich subtile Veränderungen abzuzeichnen. Die babylonische Theologie war stärker auf eine hierarchische Ordnung und das Konzept des göttlichen Gesetzes und der Entscheidung ausgerichtet. Während die Unterwelt düster blieb, wurde die Rolle der Götter als Ordner des Kosmos, einschließlich des Kosmos der Toten, stärker betont. Der Mythos von Nergal und Ereshkigal, der in der babylonischen Zeit populär wurde, zeigt diesen Trend. Die Unterwelt wird durch die Ankunft eines neuen Gottes neu geordnet und strukturiert. Eine noch deutlichere Entwicklung lässt sich im Assyrischen Reich im 1. Jahrtausend vor Christus beobachten. Die Assyrer waren eine militaristische und von der Figur des Königs dominierte Gesellschaft. Diese Fokussierung spiegelte sich auch in ihren Jenseitsvorstellungen wider. Assyrische Königsinschriften deuten darauf hin, dass der Monarch eine besondere Stellung nach dem Tod erwartete. Es gibt Hinweise auf einen königlichen Ahnenkult, der weit über die normalen Familienriten hinausging. Man glaubte, dass der verstorbene König weiterhin Macht und Einfluss ausüben konnte und eine privilegierte Position in der Unterwelt einnahm, vielleicht sogar in der Nähe der Götter. Für den einfachen Menschen änderte sich wenig. Die Unterwelt blieb ein Ort ohne Hoffnung auf Belohnung. Es entwickelte sich nie ein System wie im alten Ägypten, wo ein moralisches Urteil über ein positives oder negatives Leben nach dem Tod entschied. Dennoch zeigen diese Entwicklungen, dass der Glaube nicht starr war. Er passte sich an die politischen und sozialen Realitäten an.
von der kollektiven, düsteren Ewigkeit der Sumerer bis hin zur Betonung der königlichen Macht bei den Assyrern. Die Unterwelt war ein Spiegelbild der Welt der Lebenden, ihrer Ängste, ihrer Strukturen und ihrer Werte. In unserer modernen Vorstellung ist das Jenseits oft untrennbar mit einem moralischen Urteil verbunden. Wir denken an Waagen, die gute gegen schlechte Taten abwägen, an himmlische Belohnungen oder höllische Strafen. Doch wenn wir uns den staubigen Ebenen der mesopotamischen Unterwelt zuwenden, finden wir eine bemerkenswerte Leere, wo wir ein solches Gericht erwarten würden. Für die Sumerer, Akkader und Babylonier war der Tod kein moralischer Schiedsrichter. Das Schicksal im Land ohne Wiederkehr wurde nicht durch die Tugendhaftigkeit des Lebens bestimmt, sondern durch zwei weitaus pragmatischere Faktoren: die Art des Todes und, was noch wichtiger war, das Andenken der Lebenden. Ein König, der in seinem Leben unermesslichen Reichtum angehäuft und große Tempel gebaut hatte, fand sich am selben trostlosen Ort wieder wie ein einfacher Bauer. Ein Priester, der den Göttern treu gedient hatte, teilte sein Schicksal mit einem Soldaten, der im Kampf gefallen war. Es gab keine Trennung in ein Paradies für die Gerechten und einen Abgrund für die Sünder. Alle Seelen, die Etemu, trieben als blasse Schatten durch dieselbe ewige Dämmerung. Die entscheidende Variable war nicht, wie man gelebt hatte, sondern wie man bestattet wurde und ob man Nachkommen hatte, die Totenriten vollzogen. Ein ordnungsgemäß begrabener Toter, für den regelmäßig Trankopfer dargebracht wurden, erlebte eine relativ erträgliche Existenz im Jenseits. Er hatte kühles Wasser zu trinken, ein seltener Luxus in der trockenen Unterwelt. Jemand jedoch, der unbestattet blieb, dessen Name vergessen wurde oder dessen Familie die Opfer vernachlässigte, war zu einem qualvolleren Schattendasein verdammt. Diese Seele war dazu verdammt, ruhelos umherzuirren, sich von Abfall und Staub zu ernähren und die Lebenden als bösartiger Geist heimzusuchen. Die Moral war also eine Angelegenheit der diesseitigen Welt, eine Grundlage für die soziale Ordnung und das Wohlwollen der Götter zu Lebzeiten. Der Tod aber war der große Gleichmacher, der moralische Bilanzen ignorierte und alle in einem Zustand der Abhängigkeit von den Lebenden zurückließ. Es ist eine zutiefst menschliche, fast schon melancholische Vision, die den Wert des Lebens nicht in einer posthumen Belohnung sieht, sondern im Fortleben der Erinnerung. Ideen sind wie Samen, die vom Wind des Handels, der Eroberung und des kulturellen Austauschs getragen werden. Die mesopotamische Vision der Unterwelt, die über Jahrtausende in den Tälern von Euphrat und Tigris gereift war, blieb nicht auf diese Region beschränkt. Ihre Echos halten in den Glaubensvorstellungen der benachbarten Völker wider, am deutlichsten vielleicht im Konzept des Scheol der frühen Hebräer. Wenn wir die Beschreibungen des Scheol in den älteren Texten des hebräischen Tanach betrachten, ist die Ähnlichkeit mit dem mesopotamischen Kur oder Irkalla unverkennbar. Scheol wird als ein Ort der Dunkelheit, des Staubes und des Schweigens beschrieben, tief unter der Erde gelegen. Es ist ein Land des Vergessens, eine Grube, aus der es keine Rückkehr gibt. Genau wie die Etemu in Mesopotamien existieren die Toten im Scheol als Rephaim, als schwache Schatten, die jeglicher Kraft und Erkenntnis beraubt sind. Sie preisen Gott nicht, sie haben keine Erinnerung an ihr früheres Leben, sie existieren einfach in einem Zustand passiver Nicht-Existenz. Auch hier fehlt das Konzept eines moralischen Urteils. Gerechte und Ungerechte, Könige und Sklaven, sie alle steigen hinab in den Scheol. Diese Parallelen sind kein Zufall.
Die Israeliten lebten über Jahrhunderte im Schatten der mesopotamischen Großmächte. Während des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor Christus kam die hebräische Elite in direkten, intensiven Kontakt mit der babylonischen Kultur, ihren Mythen und ihrer Theologie. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die detaillierte und altehrwürdige mesopotamische Kosmologie, die noch im Entstehen begriffenen israelitischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod maßgeblich formte. Der Scheol kann als eine Adaption, eine hebräische Interpretation der mesopotamischen Unterwelt betrachtet werden. Zwar wurden die polytheistischen Elemente entfernt, Eresh-Kigal und ihre Dämonen haben im monotheistischen Glauben keinen Platz, doch die grundlegende Architektur des Jenseits blieb erhalten. Ein düsterer, gemeinsamer Ort für alle Toten, dessen primäres Merkmal die Abwesenheit von Leben und Gott ist. Erst viel später, unter dem Einfluss persischer und hellenistischer Ideen, sollte sich das jüdische Denken weiterentwickeln und Konzepte wie die Auferstehung und ein endgültiges Urteil integrieren. Doch in seinen Wurzeln trägt der Scheol deutlich die Spuren des Landes zwischen den Flüssen. Jede große Zivilisation hat ihren Herbst, eine Zeit, in der die alten Gewissheiten verblassen und neuen Ideen Platz machen. Für Mesopotamien begann dieser lange Herbst mit dem Fall Babylons an die Perser im Jahr 539 vor Christus. Obwohl die Keilschrift und die alten Kulte noch für Jahrhunderte fortbestanden, war ein unumkehrbarer Wandel eingeleitet worden. Die alten Götter und ihre düstere Unterwelt mussten sich gegen neue, kraftvolle Konzepte behaupten. Mit den Persern kam der Einfluss des Zoroastrismus, einer Religion, die das Universum als einen kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Ahura Mazda und Ahriman betrachtete. Diese dualistische Weltsicht brachte eine radikal neue Idee in den Vordergrund: ein individuelles, moralisches Urteil nach dem Tod. Plötzlich war es von entscheidender Bedeutung, wie man gelebt hatte. Die Seele musste eine Brücke überqueren, und nur die Gerechten konnten sie passieren, um ins Paradies zu gelangen, während die Sünder in einen Abgrund der Qual stürzten. Diese Vorstellung stand in krassem Gegensatz zur alten mesopotamischen Gleichgültigkeit gegenüber der irdischen Moral. Nach den Persern kamen die Griechen mit den Eroberungen Alexanders des Großen. Der Hellenismus brachte seine eigene vielfältige Palette an Jenseitsvorstellungen mit sich, vom schattenhaften Hades, der dem mesopotamischen Kur ähnelte, bis hin zu den elysischen Feldern für Helden und den philosophischen Konzepten einer unsterblichen Seele bei Platon. In den großen Städten wie Babylon und Uruk wurden griechische Gymnasien und Theater gebaut. Eine neue intellektuelle Elite sprach und schrieb Griechisch und diskutierte über Ideen, die den alten Mythen fremd waren. Die Keilschrift, einst das Medium für Epen und Königsinschriften, wurde zunehmend auf die Tempelarchive und astronomische Texte beschränkt. Die Schreiber, die noch die alten Geschichten von Gilgamesch und Inannas Abstieg kannten, wurden immer weniger. Die letzten datierten Keilschrifttafeln stammen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Sie sind meist astronomische Aufzeichnungen, stille Zeugen einer sterbenden Tradition. Mit dem Verstummen der Keilschrift verstummte auch die authentische Stimme der mesopotamischen Religion. Die Vision von Irkalla, dem staubigen Reich Eresh-Kigals, überlebte nicht als lebendiger Glaube. Sie wurde zu einer Geschichte, begraben im Lehm der zerfallenden Städte, und wartete fast 2000 Jahre darauf, von den Archäologen der Neuzeit wieder ans Licht gebracht zu werden. Die Zikkurate sind zu Hügeln erodiert. Die Keilschrifttafeln liegen in Museumsvitrinen und der Name Eresh-Kigal
wird nur noch von Historikern und Gelehrten geflüstert. Die mesopotamische Zivilisation und ihre spezifische Vision des Jenseits sind verschwunden. Doch was ist ihr bleibendes Erbe? Ist diese erste, zutiefst pessimistische Vorstellung von dem, was nach dem Tod kommt, nur eine historische Kuriosität? Oder schwingt sie auf subtile Weise in unserem eigenen kulturellen Bewusstsein nach? Das vielleicht tiefgreifendste Erbe liegt nicht in den Details, den 7 Toren oder dem staubigen Brot, sondern in der Formulierung der grundlegenden Fragen. Die Mesopotamier waren die Ersten, die ihre Ängste und Hoffnungen bezüglich des Todes systematisch niederschrieben. Sie rangen mit der Endgültigkeit des Verlustes, der Angst vor dem Vergessenwerden und dem menschlichen Wunsch nach einer Form von Fortdauer. Ihre Antwort war düster, aber sie war eine Antwort. Ihre Unterwelt ist der archetypische Nullpunkt, von dem aus sich spätere, hoffnungsvollere Jenseitsvorstellungen entwickelten, oft als direkte Reaktion darauf. Die Sehnsucht nach einem gerechten Urteil, nach einer Belohnung für ein gutes Leben, gewinnt an Dringlichkeit, wenn man sie gegen den Hintergrund eines moralisch neutralen, freudlosen Jenseits betrachtet. Das Christentum, der Islam und spätere Formen des Judentums boten eine Alternative zu dieser Trostlosigkeit. Doch selbst in unserer säkularen Welt finden wir Echos des mesopotamischen Denkens. Der Satz »Staub zu Staub« erinnert uns an die materielle Realität des Todes, an die Rückkehr zum Lehm, aus dem die Götter den ersten Menschen geformt haben sollen. Der moderne Fokus auf das Vermächtnis, auf das, was man in der Welt hinterlässt, und die Angst, nach dem Tod vergessen zu werden, ist eine säkulare Version des mesopotamischen Wunsches, durch die Erinnerung der Nachkommen weiterzuleben. Die Geschichte von Gilgamesch, der nach seiner Reise zur Untergrenze der Welt erkennt, dass Unsterblichkeit nicht in der ewigen Existenz, sondern in den Mauern von Uruk, in seinen Taten liegt, ist eine zeitlose Botschaft. Die Mesopotamier gaben uns keine tröstlichen Antworten, aber sie gaben uns die erste große Erzählung über die Konfrontation der Menschheit mit ihrer eigenen Sterblichkeit. Sie schufen eine Blaupause der Unterwelt, ein Fundament aus Staub und Schatten, auf dem unzählige andere Kulturen ihre eigenen Himmel und Höllen erbauten.